Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung am Heiligen Samstag für euch. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, aber zuerst gibt es natürlich die frisch gepressten Themen. Allegris Lounge, ja, Allegris wird ein Lebensgefühl. Schauen wir uns an. Dann Austrian Airlines. Dreamliner Namen werden bekannt gegeben. Hat ja lang genug gedauert. Dann haben wir Winterflugplan, weniger Langstrecken ab München. Uiuiui, was ist da los? Woran es liegt, besprechen wir. Und München, 2 Stunden Landebahn blockiert. Airbus A320 nicht hübsch. Und ich bringe euch wieder was über amerikanische Kreditkarten. American Express in den USA hat wieder ein geiles Angebot für die American Express Business Goldkarte, 100.000 Punkte. Das ist aber nicht der einzige Grund, sondern die Karte sieht geil aus. Ich habe das gestern mit einem Kunden, gesagt zu ihm, hier, wie findest du die Karte? Die Karte ist ja leider geil. Ich zeige euch nachher ein Bild. Er sagt, naja, ihr könnt auch schreiben, ob er sie mag, mögt die Karte. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Denkt jetzt aber dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazu lassen, zu kommentieren, abonnieren und Glocke anzumachen. Habe ich ja schon, glaube ich, gesagt. Also, Stammtisch sage ich auch nochmal Ende der Woche. Wer will, wer kann, wer hat. Und damit sind wir schon durch mit den Themen und können direkt hier starten. Und zwar das erste Thema ist die Austrian Airlines Namensgebung der Dreamliner. Wenn man sich so die Presse anschaut, gibt es einen, der sagt, hat die Presseabteilung gepennt, weil die 787 mit den Namen, alle wussten ja, dass es ist. Aber es hat halt mehr als einen Monat gedauert, bis die Auer diesen Namen auch verkünden konnte. Und der einzige in vollen Farben, Auerfarben lackierte 787, die OE-LPM nach der Wiener Touristenaktion Schloss Schönbrunn ja genannt worden ist. Also insofern weiß man das. Aber der erste Flieger war ja leider weiß. Ne? Ja, weißer Schwan. Und so ist das halt für die Auer, dass man dort halt wirklich den Schönbrunn Palace getauften Flieger hatte und da muss man halt wirklich gucken. Ich bin mal gespannt, wie es auch ist, ob man Schönbrunn Palace eigentlich als geil findet oder ob man nicht Schönbrunn Schloss gesagt hätte oder Schönbrunner Schloss. Wie heißt es richtig? Ihr Österreicher seid Bescheid. Denn Schloss Schönbrunn, so ist es, ist ein Eigenname. Jupp. Und der auch international bekannt von ausländischen Touristen so verwendet wird. Als 2008 die OE Lima Alpha Echo nach dem Wiener Sängerknaben genannt worden ist, gab es auch keine Vermischung von Deutsch und Englisch. Also das heißt, der Kollege ist da der tiefsten Meinung, dass dieses ein Dinglish ist oder ist es ein Englisch, weil es ist ja quasi österreichisch, Deutsch und Englisch. Aber da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr Schönbrunn Palace oder Schloss Schönbrunn, wie es dann richtig heißt, war mir da auch am Anfang ja nicht sicher, was da der richtige Weg ist. Und es ist einfach pseudo-intellektuell in seinen Augen. Es ist lächerlich und möchte gern professionell. Schönbrunn Palace. Ja, was auch interessant ist, bei der Auer selber haben sich bei den Kollegen welche gemeldet, die haben gesagt, dass sich da wieder irgendwelche hochbezahlten Spezialisten bei uns im Haus das ausgedacht haben. Und was auch geil ist, wie auch immer man zur Namensgebung der Oscar Echo Lima Papa Mike kam, steht der Auer PR-Abteilung bekleckerte sich, auch in weiter Folge nicht mit Ruhm. Erst am 26. Juli, also 5 Wochen nachdem die Fotos mit dem Namen Papa Mike durch die Medien gingen, verfasste man die Presseaussendung, in der die Presse informiert worden ist. Deshalb für euch die Frage des Tages, eigentlich eher im Allegris Lounge-Bereich, weil das werden wir nachher besprechen. Wie findet ihr das? Findet ihr das professionell, semi-professionell, gar nicht professionell? Oder wie findet ihr den Namen Schönbrunn Palace, wenn das ganze Schloss Schönbrunn eigentlich heißt? Also ich bin da mal gespannt auf eure Meinung und auf eure sachdienlichen Hinweise, was ihr dazu dann denkt. Und nächstes Thema kann direkt losgehen. Und zwar ist es das Thema Lufthansa Airbus A320 blockiert die Landebahn. Und da kann man natürlich zu sagen, unschön. Was passiert? Am Donnerstag kam Airbus A320 von der Lufthansa auf der Landebahn 26R auf dem Franz-Josef-Strauß Flughafen in München an. Und da ist es so, dass die Maschine aus Marseille kam. Der Flug landete um 15:22 Uhr auf dem FJS-Flughafen, also auf Muck.
Und man hatte also quasi eine relativ niedrige Geschwindigkeit, man rutschte etwa 20 Meter weit, ehe man dann zum Stillstand kann. Aber das Problem war, dass das Flugzeug nicht mehr rollen konnte. Also es war einfach stuck. Und dann dauerte es, bis die Delta Alpha India Uniform Juliet, wie der Flieger heißt, von der Startbahn abgeschleppt werden konnte. Währenddessen war die Runway 26R nicht benutzbar. Eine erhebliche Einschränkung gab es natürlich wirklich, weil es halt Hauptreisezeit im Moment ist. Man hat ja mit den Klimakriminellen zu tun, jetzt hat man da eigene Flugzeuge. Und das Flugzeug ist auch selber noch nicht im Einsatz gewesen, zumindest einen Tag später. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile fliegt, da könnt ihr selber auch mal schauen. Und das ist natürlich ein Problem, weil das Bugfahrwerk, und das ist das, warum man nicht rollen konnte, hatte sich um 90 Grad gedreht. Das ist nicht das erste Mal, dass es bei einem A320 oder bei der Serie passiert, dass das Bugfahrwerk sich dreht. Und ich glaube, Jet Airways war das oder sowas, die sind sogar gelandet damit, mit dem Fahrwerk quasi so. Also insofern ist das wohl ein ganz Problem, aber in diesem Fall ist es halt so, dass das Flugzeug deutlich abgebremst worden ist und das Fahrwerk sich dann einfach quergestellt hat, weil irgendwie die Kräfte zu viel wurden, weil es da drüber geschubbert ist. Da könnt ihr mal schauen. Und spannend war halt wirklich auch, dass da Gott sei Dank nicht viel passiert ist, denn alle sind aus der Maschine rausgekommen ohne Verletzung, ohne alles und der Flieger muss wohl, Bugfahrwerk neu kriegen. Ich weiß nicht, wie es innen drin dann aussieht. Ihr könnt ja unten kommentieren, was ihr davon haltet. Das ist jetzt nicht der Grund, warum in München dann die Verbindung zum Winterflugplan weniger werden. Das ist natürlich auch etwas, was vor allem für München gebaste Leute unschön ist. Aber auf der anderen Seite, wenn man überlegt, dass Münster, Osnabrück war es, Entschuldigung, für München anstatt für Frankfurt fliegt, ist es so, dass jetzt aber die Langstreckenflüge dort zusammengestrichen worden ist. Und wir wissen ja, dass 380er dort sind, die 350er kommen dahin mit der First Class, wird ja auch Ende des Jahres eingebaut. Die 340er gehen nach Frankfurt, zumindest der erste schon. Und jetzt hat man aber die Frequenzen reduziert und möchte auch Verbindungen streichen. Man fliegt nicht nach Hongkong im Winter. Denver wird für rund 2 Wochen nicht angeboten. JFK ist für Januar und Februar für einzelne Tage gestrichen worden. Dann Washington wird nur noch bis 7. Januar angeboten. Und Frequenzen werden halt rausgenommen. Chicago, Los Angeles, das sind ja 380er-Zähle. Also Los Angeles, Miami, San Francisco. Und das ist halt so, dass man dort 6-mal anstatt 7-mal pro Woche fliegt. Aber auch bei den asiatischen Zielen wie Osaka oder aber Tokio wird halt von wöchentlich entweder auf 5 oder auf 6 Flüge umgestellt. Also das heißt jeden Tag der Woche, 7 Tage. Und ich kenne den Grund dafür ehrlicherweise nicht. Der 380er geht auch weg, der wird auf 350 umgestellt, Los Angeles, schade eigentlich. Betroffen ist die Strecke zwischen dem 27. Oktober und 28. Februar. Ein Lufthansa-Sprecher sagte, es handelt sich um saisonale Entscheidungen. Klassischerweise sind ja im Winter weniger Leute in den Fliegern unterwegs als im Sommer. Und andererseits ist das ein Resultat der verzögerten Auslieferung der Flugzeuge. Heißt also, dass man da jetzt ehrlicherweise sagen muss, dass man da jetzt den Buhmann an die Flugbauer gibt. Ich bin mal gespannt, was da jetzt ist, aber auch der Zeitraum vielleicht für den 380er kleiner wird, wo man nicht nach Los Angeles geht und was die wahren Gründe sind. Aber ich bin mal gespannt, dass was die passiert mit Leuten, die da gebucht wurden, die werden wahrscheinlich dann in Frankfurt über Zürich umgeroutet. Da macht die Multi-Hub-Strategie natürlich Sinn, ist aber für jemanden, der aus München direkt fliegen wollte und deshalb mehr Geld bezahlt hat, ist das natürlich ein Problem. Also insofern gute Entscheidung, schlechte Entscheidung. Ihr könnt entscheiden und schreiben und sagen, das ist normal, wenn man die Verbindungen anpasst. Aber so ist es als Premium-Carrier, dass man manchmal halt nicht so viel anbieten kann. Wir haben jetzt etwas, was sich ja irgendwie angeboten hat, und zwar Allegris Lounge. Ich lasse es bewusst sacken, denn Polaris Lounge, das sind ja alles Themen, die man durchaus hier haben kann und haben muss. Und da ist es so, dass die Lufthansa jetzt in Newark die Lounge durchaus optimiert. Und zwar, was sie machen ist, man dachte erst, das wäre so ein Umbau und so weiter und hat da dann gesagt, okay, aber Allegris ist halt ein Lebensgefühl oder ein Produkterlebnis, mit den Premium-Passagiere besonders
gefangen werden sollen. Und es ist halt so, dass man in Newark jetzt ein neues Konzept macht, denn die modernisierte Lounge wird wohl irgendwie so ein Test dafür sein. Ihr seht das ja auch an den Bildern, die hier eingeschwenkt werden, eingeblendet werden. Und da könnt ihr natürlich sagen, wie ihr die Lounge findet, denn die Lounge war dort auch für ein Jahr fast geschlossen, glaube ich. Ne? War das länger? Wer es weiß, kann es unten kommentieren. Und wie findet ihr diesen Prototypen als Lounge? Man sagt auch, dass es dort verschiedene Bereiche gibt, um verschiedene Passagiere zu beglücken mit verschiedenen Sitzerlebnissen und so weiter. Und ich bin mal gespannt, ob das dann wirklich weltweit Einzug hält. Wichtig ist auch diese Bar-Konzeption. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, obwohl man jetzt nicht diese Lounge-Hocker hat, wo man gegeneinander sitzt, sondern dass man jetzt an der Bar sitzt, dass es weniger Privacy vielleicht ist. Kann man so sehen, kann man so sagen. Auf jeden Fall gibt es dort Bier und so weiter. Woher haben wir die Bilder? Die haben wir von LinkedIn, von einem Mitarbeiter aus New York, der da arbeitet. Und ich bin mal gespannt, ob diese Zone, das gibt's ja auch gab es ja auch während Covid zum Beispiel in Zürich, dass man so eine Hon-First-Class-Zone hatte in der Senator-Lounge und so weiter. Das will man hier auch machen. Aber es wird keine große Unterscheidung geben zwischen Business-Class- und First-Class-Passagieren ansonsten. Ich bin da fassungslos, ehrlicherweise, was man mit so einem Konzept macht. Ob es etwas ist, wo ihr sagt, ja, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn, dass man jetzt Allegris als Lebensgefühl macht und das dann auch rausgibt. Aber ihr seid dran mit der Frage des Tages. Und zwar, wie findet ihr das Allegris Lounge-Konzept? Was erwartet ihr von einer Allegris Lounge? Also ich hoffe, die Bilder sind alle durchgegangen, die da sind. Und wichtig ist der HP-Rechner auf dem einen Bild mit dem Lufthansa, ich glaube mit dem Iletano oder sowas. Also ihr seid dran, ihr könnt dazu was sagen. Und ganz wichtig, dass ihr Stellung bezieht. Allegris Lebensgefühl. Vielleicht sollten wir T-Shirts machen. Lufthansa Allegris, ein Lebensgefühl. Kann man machen. Jetzt gibt es wieder was aus der Welt der amerikanischen Kreditkarten, und zwar American Express. Ich weiß, viele von euch schalten dann direkt ab, wenn sie dort amerikanische Kreditkarten hören, aber es ist halt wirklich, dass es für mich mittlerweile nicht mehr nachvollziehbar ist, wenn man keine Kreditkarten in den USA hat. Und gerade mit den Businesskarten oder aber auch mit den Karten privat, da kann man so viele Punkte mitmachen, dass sich die Opportunitätskosten wieder relativieren und rechnen. Wenn man jetzt hier zum Beispiel schaut, die 100.000 Punkte, die man bekommt für $15.000 Spend in 3 Monaten. Das ist ja schon mal eine geile Sache. Interessant finde ich auch das Design der Karte. Es gibt einmal die goldene Goldkarte, die wir aus Deutschland kennen. Dann gibt es eine Rosé, die in echt nicht ganz so rosé aussieht. Und die weiße Karte, die jetzt neu ist. Und wenn wir auf die Funktionen eingehen, ist es wirklich so, dass man, wenn man zum Beispiel Advertising kauft bei amerikanischen Fernsehsendern, dann kriegt man da bis zu 4-fache Punkte. Okay, machen wir nicht. Aber wenn man zum Beispiel Software, Cloud-System-Provider und so weiter benutzt, um da Sachen zu bekommen, dann bekommt man 4-fache Punkte. Ich mache das zum Beispiel, ich habe Adobe und alles habe ich in den USA laufen, weil es da teilweise billiger ist. Ganz einfach. Und dann, wenn man in Restaurants oder wenn man Takeout oder Delivery nimmt, 4-fache Punkte, Gas-Stations 4-fache Punkte. Aber auch, wenn man zum Beispiel alles, was so im Bereich von öffentlichem Nahverkehr ist, heißt also zum Beispiel Transit, Züge, Taxis, Rideshare, Fähren, Tolls, also das heißt Straßengebühren, Parken, Busse und aber auch Metros benutzt, dann kriegt man 4-fache Punkte. Und ihr bekommt, wenn ihr eine Telefonrechnung direkt in den USA belastet, kriegt ihr auch 4-fache Punkte, bis zu $150.000 combined. Also das heißt, man kriegt davon wesentlich mehr Punkte als in Deutschland. Einziger Nachteil ist, die Karte ist jetzt etwas teurer geworden mit $375. Und man kann dann noch einmal gucken, wie man das Ganze kombiniert, denn ich glaube, dass wenn man sich dort zum Beispiel noch so eine FedEx, Grubhub und so weiter, also das Ganze, wenn man in den USA ist, benutzt, kann so eine Karte sich relativ schnell bezahlen. Deshalb höre ich jetzt auf, über die Karte zu erzählen. Ihr könnt unten schreiben, wie ihr die Karte findet, wie ihr die Karte von der Fabian findet. Ich finde sie geil, ein Kunde von mir fand sie meh. Also da seid ihr jetzt dran. Wir können jetzt mit einer kurzen Sendung einfach die Frage des Tages nochmal
bearbeiten, beackern. Wie findet ihr das Allegris Lounge-Konzept oder ich sage einfach Lebensgefühl, Allegris Lebensgefühl? Und was erwartet ihr von der Allegris Lounge? Wie findet ihr Bilder? Was sagen euch die Bilder? Sind sie ansprechend? Mögt ihr es nicht? Da könnt ihr was zu sagen und natürlich zu den anderen Fragen, die ich euch zwischendurch gestellt habe. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen und zu kommentieren und Abspann für euch. Also bis dann, ciao, bis morgen.